Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ich habe gerade diese Maske bekommen. Vor etwa 10 Minuten hatte ich einen Free Try gemacht im Dungeon und ja, das kam dabei raus. Allerdings, ja, es ist ein bisschen schade. Normalerweise werden die Kämpfe ja immer gespeichert, wenn man sie gewinnt. Aber man sieht hier, wie gesagt, ich hatte das so ungefähr vor 12 Minuten gemacht. Und ja, der Kampf wurde leider nicht gespeichert. Kommt nicht zu häufig bei mir vor, sonst werden die Kämpfe eigentlich immer bei mir gespeichert. Ein, zweimal war schon der Fall gewesen. Im YouTuber-Dungeon, weiß ich noch damals, hatten wir auch ein paar Dungeons gehabt, die leider nicht gespeichert worden sind. Jetzt ist mal wieder einer flöten gegangen und ich denke mal, das hängt damit zusammen, weil ich durch den Dungeon direkt ein Level-Up gekriegt habe, was auch nicht so häufig vorkommt, ja. Und ich gehe mal von aus, weiß ich nicht, dass es eventuell damit zu tun hat. Und ja, da kam ja nach dem Dungeon kam dann gleich die Animation, dass ich ein Level-Up bekommen habe. Also ich bin jetzt 536. Vielleicht hängt es damit zusammen, ist ein bisschen schade. Auf jeden Fall hatte ich den Gegner hier besiegt gehabt. Und zwar hatte ich in Hemurido hatte ich mal einen Free Try gemacht und ja, wollte den eigentlich besiegen. Oder ich wollte mir den eigentlich anschauen. Besiegt habe ich ihn ja nun. Konnte ihn mir aber nun leider halt nicht mit euch zusammen anschauen, weil sonst wären wir das ja mal durchgegangen. Und ja, zumindest haben wir eine schöne Maske bekommen. Leider ist die Rune nicht so gut da drauf, aber wir stecken mal trotzdem hier einen Edelstein rein und werden das Ding mal umziehen. 1013 war der letzte. Komm, dann kriegst du den hier, zack, und dann verbessern wir das Ganze noch dann auch 4-mal, oder? Ja, komm, 4-mal bist du mir das wert auf jeden Fall und das Ding können wir dann ja auch zerlegen, dann haben wir die Ressourcen auch wieder. Gut, ja, ist schade, dass ich den Kampf nicht gesehen habe. Ich versuche hier gerade momentan hier auf die 5000 beim Sitzplatz zu kommen, aber es ist ziemlich schwierig, ja, und ich glaube nicht, dass das auch so viel bringt und ja, ich wollte mal auf jeden Fall jetzt zumindest, wenn wir den Gegner nicht besiegt haben, wenn wir den Gegner nicht gesehen haben, wie wir ihn besiegt haben, da macht überhaupt keinen Sinn, was ich heute wieder laber, ey. Ja, wollte ich mir zumindest mal den Gegner dann danach anschauen, um mal zu sehen, wie der so aussieht. Und ja, alle Gegner waren ja mehr oder weniger machbar auf jeden Fall, aber die waren fast alle auf einer Stufe gewesen so. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt. Herrscher 9 ist jetzt hier unser nächster Gegner, den wir vor uns haben. Und das ist ein Battle Mage wahrscheinlich. Ja, der hatte gerade einen Feuerball rausgehauen und ich glaube, ja, eigentlich haben wir dagegen ganz gute Chancen, weil ich wollte gerade sagen, Magier ist ja eigentlich gut gegen Battle Mage, weil ihr seht, ich blocke ja den Schaden vom Feuerball. Allerdings haut der Battle Mage hier trotzdem unverschämt viel Schaden raus. Ja, nichtsdestotrotz, der ist auch Level 648, ja, also das ist auch ziemlich heftig. Aber ich bin mal gespannt, ich denke mal, der sollte auch möglich sein, wenn wir da ein bisschen Glück haben, wenn wir nicht von seinen Angriffen hier direkt weggekrittet werden, so wie jetzt. Also mein Marquardt überlebt auf jeden Fall einen Hit. Das ist auf jeden Fall sehr nützlich. Meine Kunigunde kann ausweichen gegen den Gegner, das ist auch immer sehr nützlich. Und ja, eigentlich haben wir ganz gute Karten, würde ich mal behaupten. Wären da nicht diese krassen Crits, die er raushaut. Aber ihr seht, wir hauen auch nicht wenig Schaden raus. Wir machen mal Folgendes. Warte mal, was setzen wir denn ein? Ich wollte gerade meine Waffe hier einsetzen. Aber stimmt, die hatte ja keine Rune drauf gehabt. Also macht es eigentlich auch gar nicht so viel Sinn, großartig, diese Waffe jetzt weiterhin noch zu nutzen. Hatte ich mir so überlegt gehabt, ja. Und deswegen bin ich am Überlegen, die sowieso jetzt bald aufzugeben, die Waffen, die wir für den YouTuber-Dungeon da hatten. Außer eventuell noch die Damage-Waffe, ja. Das ist so der einzige Anlass, warum ich die noch eigentlich habe, weil ich da noch nicht viel weiter durchkam da im YouTuber-Dungeon. Habe auch nicht wirklich da Lust, Unmengen an Pilze reinzufeuern oder halt die richtigen Waffen mit den richtigen Runen zu finden. Ja, und deswegen überlege ich mir das Ganze, ob ich da die jetzt verkaufe oder ob ich die noch ein bisschen behalte. Aber umso länger ich die behalte, umso inaktueller wird das Ganze ja natürlich auch, ne? Ja, deswegen. So, wir schauen mal,
Okay, gut. Schade. Also wenn ich irgendwie 2 richtig krasse Crits landen könnte, der Marquardt vielleicht auch den einen oder anderen guten Versuch, dann ist der wahrscheinlich auch machbar. Hier mein Dämonenjäger, der rastet hier geradeaus. So. Und ja, steht auf jeden Fall mit den anderen Gegnern auf einer Stufe trotzdem immer noch, obwohl wir jetzt eine Etage weiter sind. Ja, und ja, die anderen Gegner, die sind eigentlich auch alle ja, im machbaren Bereich auf jeden Fall. Rucksack voll. So, mal gucken. Ich bin mal gespannt, was wir heute bei der Hexe hier abgeben können. Auf jeden Fall keine Handschuhe, das ist schon mal doof. Ja, aber die Handschuhe, die behalten wir noch. Weil ich habe hier ein ganzes Inventar voller Handschuhe. Und ja, das verkaufen wir jetzt mal dafür. Und dann nehmen wir die Handschuhe hier mit rein. Und hoffe mal, dass die Hexe bald hier auch mal ein paar Handschuhe anbietet, die wir dann in den Kessel schmeißen können, weil das würde sich dann natürlich ganz schön lohnen. Ja. Das sind schon ein paar Handschuhe auf jeden Fall, die wir hier gesammelt haben. Und ich kriege ja auch natürlich immer noch ein bisschen mehr Platz hier noch mit dazu. Ne? Ein paar Epics habe ich hier sogar noch. Wahrscheinlich noch vom Epic-Event irgendwann. Und ja, so, 2-mal können wir noch drehen hier. Bekommen noch ein Zitrönchen. Ein freches Früchtchen bekommen wir noch. Haben wir aber alles soweit erstmal durchgefüttert hier. Und gucken mal, was der Würfelspieler sozusagen hat. Mal schauen, ob wir so viel Glück haben wie letztes Mal. Letztes Mal hatten wir ja ziemlich Glück gehabt mit den Kristallen. Ich würde auch mal ganz gerne Glück haben mit den Sanduhren hier auf dem Server. Weil irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ich habe hier auf dem Server zwar Glück mit den Kristallen. Hier hätte ich aber lieber das Glück mit den Sanduhren. Und auf meinem Battle Mage, da habe ich das Glück mit den Sanduhren, hätte aber lieber da das Glück mit den Kristallen. Ja? Also man kann nicht alles haben, ne? Aber ja, weil ich ja auf meinem Battle Mage sowieso schon so viele Sanduhren habe und da die langen fest annehmen und nicht die kurzen, ist das natürlich besser, wenn ich da dann auch ein paar ja, Kristalle kriege anstatt Sanduhren. So, die haben wir kurz bevor es vollgelaufen ist abgeholt. Dann können wir noch die Zeitmaschine noch abholen hier. Die habe ich gestern auch noch abgeholt gehabt. Und ja, dann sieht das Ganze doch schon wieder ganz gut aus hier. Ja, wie gesagt, ärgert mich wirklich, dass ich da den Kampf leider nicht gesehen habe. Aber sonst wäre der ja hier drin vermerkt auf jeden Fall. Wie gesagt, das war mein letzter Free-Try, den ich ja, gemacht habe. Und ja, danach ist dann halt hier nichts mehr weiter großartig zu sehen. Schade auf jeden Fall, aber ich hoffe mal, dass es beim nächsten Mal dann besser ist. Dass wir da dann vielleicht ein bisschen Glück haben und ja, der Kampf vielleicht nicht direkt in die unendlichen Weiten geschickt wird. Ja. Weil es ist ja immer doch relativ spannend, weil die sind ja schon recht schwierig auf jeden Fall, die Gegner. Also klar, mit ein bisschen Pilzeinsatz geht es natürlich alles so, ne? Aber man muss natürlich schon mehr oder weniger die perfekte Kombi raushauen, um dann halt ja, die Gegner zur Strecke zu bringen. Und die Versuche sind dann meistens immer sehr ansehnlich und deswegen wollte ich den ja auch mit euch zusammen anschauen. Ja, und deswegen, das hat leider nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. So, auf dem Battle Mage habe ich auch noch viele Dungeons offen, die auch kurz vor dem Möglichen liegen so, aber momentan stecke ich viel in den Wirbelwind rein. Ja, Herr Moritor geht zum Beispiel. 13. Stock sollte auch noch was gehen, aber vor allen Dingen der hier, der ist mir lange schon Dorn im Auge, also der sollte, ja, der sollte eigentlich relativ bald liegen, aber der haut dann immer so eine unverschämten Kombos raus hier gegen mich und ja, da kannst du dann auch nichts machen. Ja, aber ihr seht, wenn ich mal kritte, dann macht es schon ordentlich Schaden. Deswegen, ja, der ist auf jeden Fall auch, das ist auf jeden Fall auch eine Frage der Zeit hier, bis wir den gelegt haben, aber ja, da halte ich euch auch auf dem Laufenden. Wie gesagt, momentan stecke ich da eher die Versuche in den Wirbelwind rein, weil die Gegner dort noch ein bisschen, ja, ein bisschen leichter liegen noch als die Endbosse hier in den Dungeons, ne? Da neigt sich das ja wirklich alles dem Ende zu gerade. Und ja, hoffen wir mal, dass das alles nicht mehr allzu lange dauern wird. So, fahren wir noch schnell hier den ersten ab. Und dann soll es das für heute auch schon wieder soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja,
Auch wenn wir den Dungeon leider nicht zeigen konnten, haben wir ja den Gegner danach ein bisschen probiert. Und ja, falls es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.